Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und im heutigen Video zeige ich, wie man Anhänger auf unterschiedliche Weise gestalten kann. Und damit die Anhänger nicht so lose rumfliegen wie hier, gibt es dazu auch noch die Anleitung für diese Ziehbox, in der man sie aufbewahren kann. Im aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up! Habe ich diese Karte gefunden. Hier, das da mit den Bändern, das fand ich ganz toll. Und habe das hier oben auf die Box draufgesetzt. Das ist quasi Case the Katalog, Copy and Share Everything, kopiere und teile alles. Finde ich immer wieder mal eine schöne Idee, was aus dem Katalog nachzugestalten. Die Anhänger und die Box habe ich wieder mit der Produktreihe Rustikal Floral gestaltet. Und dazu findest du am Ende meines Videos eine Playlist, wo dann alle Videos von Angela, von der Stempelfamilie und von mir von unserer Reihe Demo Doppel drin sind. Dort findest du also noch andere Ideen, alles rund um diese Produktreihe. Und dann legen wir los. Ich habe mir mit den Stanzformen Anhänger nach Maß schon mal so eine Handvoll Anhänger ausgestanzt und zeige dir, wie ich einige davon jetzt gestaltet habe. Ich würde sagen, zu dieser Variante brauche ich gar nichts sagen. Das ist einfach nur das Motiv aufgestanzt, noch einen kleinen Spruch dazu, Band dran, ganz schlicht, ganz fertig. Aber ich finde auch sehr schön, wenn man einfach eine kleine Nettigkeit dazulegen möchte. Dann machen wir dieses hier. Das ist ein Two-Step-Stempel, wo man zweimal das Motiv stempelt, beziehungsweise nicht das Motiv, sondern erst die eine Farbe und dann die andere Farbe aufträgt. So, dafür nehme ich hier eine meiner Stanzformen. Ich habe mich diesmal für Minzmakrone und Babyblau entschieden. Also erstmal Minzmakrone und nehme hier, das ist auch wieder aus dem Set von der Produktreihe Rustikaler Strauß, erstmal die Blätter. So. Und ich weiß, die passen nicht ganz drauf, sieht man hier auch, aber das finde ich nicht so schlimm. Ich setze das einmal hier drauf, drücke das schön fest. So sieht es ein bisschen schwach aus, ein bisschen schwach, ein bisschen dürr. Aber jetzt kommen ja noch die Blüten dazu. Da das die Klarsichtstempel sind, kann man das wirklich ganz toll machen, indem man das wirklich ganz langsam, ganz vorsichtig darüber ausrichtet. Guckt, wo die Linien dazwischen sind. Ganz vorsichtig langsam absenkt. Und dann, wenn man sagt, jetzt habe ich es richtig positioniert, dann sieht es so aus. Ja, gefällt mir in Blau auch ganz gut, muss ich sagen. Dann habe ich das hier noch ein bisschen weiter einfach verziert. Und zwar, auch nehmen wir es auch in Blau. Und zwar mit den kleinen Herzen daraus. Fand ich ganz süß. Einfach noch so ein bisschen mehr auf die Karte drauf. So. So, und wenn man möchte, könnte man jetzt noch so einen Spruch dazu setzen. Wollte ich jetzt nicht in diesem Fall. So, das ist auch schon der erste Anhänger. Beziehungsweise der zweite. Weil die Katze haben wir ja auch schon. Dann zu diesem hier. Da habe ich erst mein eigenes Designerpapier gestaltet. Wie du das machst, zeige ich dir hier oben auf der Karte in der eigenen Anleitung. Das habe ich schon mal gemacht. Das heißt, ich habe einfach mein eigenes Designerpapier gestaltet mit verschiedenen Stempeln, verschiedenen Farben und habe dann anschließend das ausgestanzt. Wenn man möchte, kann man das auch dann noch anschließend mit einem Spruch versehen. Ich weiß, ich habe da noch eine von. Hier, da habe ich noch das mit Liebe dazwischen. Fand ich jetzt, muss aber nicht bei allen sein. Man kann ja auch immer noch was auf die Rückseite schreiben. Genau, dazu, wie gesagt, gibt es ein eigenes Video. Das wäre sonst hier ein bisschen viel. Dann haben wir hier noch die vierte Variante mit den Herzen. Da hatte ich so ein Problem, weil der Stempel besteht aus dem großen Herz und dem kleinen Herz. Das ist zwar ganz toll, dass sich meine Kamera hier bewegt, so, wenn man die Handstanze hat, weil dann kann man das in einem durchaus stanzen. Aber ich wollte jetzt ja nur das einzelne Herz und das kleine einzeln haben. Geht aber auch. In dem Fall nehme ich mir wieder eine neue Anhängerstanze.
und setze einfach mal nur, halten es mal so ein bisschen mehr hier hin, nur den oberen Teil drücke ich auf, so dass die untere sieht man es nicht da, so sieht man es, das untere Herz gar keine Farbe abbekommt. Wenn es doch abbekommt, ist das nicht so schlimm. Dann setze ich es auf jeden Fall hier ganz unten an den Rand und habe mein grünes Herz. Jetzt möchte ich aber das zweite darüber in Blau haben, also einmal Stempel geputzt. Ich nehme mein blaues Farbkissen, also Babyblau. Könnte ich jetzt auch so ganz schmal machen, ist gar nicht ein Bild, könnte ich also jetzt auch so ganz schmal machen, ist mir aber zu umständlich, also gehe ich da einmal ganz drauf, nehme mir ein Stück Schmierpapier und lege das exakt hier drauf, so weit wie ich es haben möchte, also wo sozusagen mein Herz drüber kommen soll, hier oben, aber damit es hier unten nicht das andere Herz jetzt noch mal doppelt drauf gedruckt, und richte das dann an dieser Linie dazwischen aus, setze es drauf. So, 2 Herzen gestempelt, aber nur einer auf meiner Anhängerstanze. Und dasselbe mache ich jetzt noch mal mit der anderen Farbe. Also Babyblau weg, nehmen wir mal Krone her und drehe das Ganze jetzt auch noch ein bisschen, damit so ein bisschen in eine andere, habe ich da überhaupt schon Farbe drauf, in die andere Richtung geht. So. Also auch wenn es doppelt drauf ist, kann man da trotzdem ganz gut was mitmachen. So, und ganz oben kommen da noch mal die beiden kleinen Herzen drüber. Finde ich richtig schön, auch in den Farben. Gefällt mir richtig gut. So. Das ist auch schon wieder ein Anhänger. Also man kann einfach, indem man entweder das Stempelkissen nur zum Teil einfärbt oder indem man ein Stück Schmierpapier darunter legt, das ganz toll damit gestalten, auch wenn man nur ein Herz haben will. So, das würde ich sagen, war echt fix jetzt für die 3 Anhänger, 4 Anhänger. Aber wie ihr seht, die geht ganz schnell, indem man einfach ganz klar einfache Linien macht oder nur einfache Motive, oder man macht das mit den 2 Tönen hier. Man nimmt das Designerpapier und stanzt einfach hinterher das aus, oder hier mit der Abdecktechnik. Ja, und damit die auch ein Zuhause finden, gibt es jetzt noch eine Hülle dafür. Da ich jetzt die Stempelkissen offen habe, gestalten wir erstmal den Deckel sozusagen damit. Diese Auflage hat ein Maß von 10,5 mal 5,7. Das ist Minzmakrone. Und dafür nehme ich aus dem Stempelset hier diese kleinen Blüten. Kann man hier sehen. Einmal meinen kleinen Stempelblock. Und setze das in Minzmakrone Ton in Ton hier einfach drauf. Und anstatt den Stempelblock zu drehen, drehe ich mein Papier lieber. Setze das hier ordentlich dicht an dicht. Ich möchte, dass der ganze Hintergrund gestaltet wird. Gleich Teil davon abgedeckt ist. So. Und das ist so schön, dass es dieses Ton in Ton, finde ich einfach unheimlich schön. Echt hübsch. So. Das ist einmal die Auflage. Dann habe ich noch die beiden Herzen. Die möchte ich auch noch steil gestalten. Und jetzt habe ich hier 2 nicht gefüllte. Diesmal möchte ich sie aber mit dem gefüllten haben. Sehr praktisch. Diesmal kann ich das so nehmen und als Ganzes stempeln. So, hier drauf. Dann habe ich gleich, kann ich gleich beide Herzen auf einmal ausstanzen. Und dann möchte ich das doch noch auch einmal im Babyblau haben. Immer dran denken, zwischen den Farben schön die Stempel reinigen. Es gibt sonst hässliche Farben und hässliche Stempelkissen. So. Und auch noch mal im Babyblau. Dann kann ich auch meine
Stempelkissen schließen, damit die nicht austrocknen. Und nehme dann meine Handstanze. Kann das hier unten perfekt reinsetzen, ausrichten. So, jetzt muss ich mal nach hier gucken. So, schon ein bisschen festkneifen. Einmal, damit ich da gut dran komme. Ja, mal gucken, ob das lang genug ist. Nein, nicht so wie ich. Also einmal schnell durch den Papierschneider. Jetzt habe ich auch eine gerade Kante. Ah, geht auch viel besser rein. Und genau dasselbe nochmal. So. Oh, das Herz hätte ich auch gerne. So, dann habe ich meine Verzierung hier schon mal fertig. Das lege ich mir beiseite. Die Blätter brauche ich nicht. Das ist die Verzierung für oben auf. Und das hier kommt noch, das ist aus dem kleinen Designerpapier aus der Produktreihe Rustikal Floral. Dafür habe ich nicht die ganz große Anhängerstanze genommen, so wie hier. Da habe ich die große Variante genommen. Hierfür, damit sie auf dem Deckel nicht alles einnimmt, habe ich die einen kleiner genommen. So. Dann habe ich für die Schublade einmal Farbkarton in Weiß und zwar in 14 mal 19 cm. Und alle Seiten habe ich bei 4 cm gefalzt. Das machen wir jetzt einmal, dass wir einmal die Box fertig haben. So, die Schublade. Also eine ganz schlichte Box. Einfach. Ich muss halt nur gucken, dass die Maße groß genug sind, damit da auch wirklich die Anhänger hinterher reinpassen. So. Dann möchte ich, dass es nach vorne ist. Ich schneide hier alle die gegenüberliegenden Seiten ein. Und schneide mir dann hier noch so kleine Flügelchen dabei raus. Ja, hier habe ich nicht ganz sauber geschnitten. Dann schneide ich noch mal so ein bisschen dran lang. Dafür nehme ich die kleine Schere. Das muss da ja nicht stehen. So. Und weiter geht's mit Flügelschneiden. Das mache ich einfach, damit die Kanten unten nicht aufliegen, beziehungsweise dann oben drüber gucken über den Boxrand. Das finde ich nicht so schön. So. Dann nehme ich dafür Flüssigkleber, geht aber auch mit doppelseitigem Klebeband. Einmal schnell die Seiten fertig gemacht. Erst eine Seite aufgestellt und geguckt, dass hier nicht so schräg steht, so absteht, sondern, ja, jetzt habe ich zu lange gezögert. Wenn man schneller ist, kann man das hier immer noch mit bei Flüssigkleber so ein bisschen kleben, dass die Kante wirklich schön aufeinander sitzt. Zeigen wir es nochmal auf dieser Seite. So, schieben und ordentlich festdrücken und die anderen beiden Flügel noch. Eine Seite und hier wirklich auch wieder schön darauf achten, dass die Kanten aufeinander liegen gut. Schön festdrücken. Und damit ist die Schublade schon fast fertig. Dann nehme ich meine Lochzange und setze hier vorne noch schnell ein Loch rein. Das geht auch durch mehrere Lagen durch. Und nehme dann ein Stück von dem roten Band aus der Produktreihe, falte das einmal in der Mitte,
Fädel das von innen nach außen einmal durch. Nee, Blödsinn, nehme ich wieder raus. Habe ich letztes Mal schon den Fehler gemacht. Ich setze erst an den beiden offenen Enden Knoten. So lässt sich das mal leichter machen. Und dann fädel ich es durch. So. Damit die Schublade auch was zum Ziehen hat, damit man da dran kommt. Für die Banderole habe ich Minzmakrone genommen. Und zwar in 11 cm mal 22 cm. Und die lange Seite habe ich gefalzt bei 6,2, bei 10,4, bei 16,8 und bei 21 cm. Die Linien falzen wir jetzt auch noch einmal nach. Das sind jetzt etwas krummere Maße, es ist, weil die Schublade gerade Maß hat und damit das außenrum wirklich passt, sind die etwas krummer, dass das wirklich außenrum passt. Dann nehme ich wieder mein starkes doppelseitiges Klebeband. Auf das schmale Stück hier von 1 cm, was übergeblieben ist, kommt meine Klebelasche. Und klebe das hier, knicke es hier an der zweiten Falte, hier an der ersten, lege das wieder ganz vorsichtig übereinander. Das hier schön gerade ist. Und dann gucke ich, dass da, wo die Klebekante ist, dass das unten ist. Und setze meine Box schon mal ein. So. Dann haben wir ja hier noch die Verzierung. Und hier ist das ganz toll. Es ist hier unten zweimal, hier oben kommt das Band zweimal und das geht so schräg rüber. Und in der Mitte ist die Schleife. Und da zeige ich dir mal, wie das geht. Ich setze dafür auf meine Rückseite vom Papier 2 Klebestreifen. Und zwar ungefähr da, wo ich möchte, dass die beiden Bänder hier rauskommen. So, jetzt muss man aufpassen, dass man es nicht auf den Tisch legt. Habe ich beim Probestück gemacht. Klebte gut. So. Ich nehme das Band, nehme mir hier vorne ein ganzes End, was ich so lose liegen lasse, weil dahinter meine Schleife rauskommt. Dann lege ich es einmal hier über die Rückseite. Und zwar hier über meine erste Klebelinie. Gehe dann wieder auf die Vorderseite, gehe schräg rüber. Und hier hinten über die zweite Klebelinie. So. Habe ich es hier vorne schräg. Und hier. Jetzt sieht das hier oben so ein bisschen komisch aus. Das ändern wir jetzt aber gleich. Kommt also hier an. Dann nehme ich das, schneide wieder ein ganzes Stück ab, weil das der zweite Teil von der Schlaufe wird. So. Das lege ich einmal ab. Ach, guck mal. Das kann ich sogar, weil ich beide Klebelinien benutzt habe, auch richtig rum ablegen. Dann möchte ich jetzt, dass das hier auch fest drauf klebt. Könnte man auch mit Dimensionals Abstandskleber machen. Ich möchte es aber gerne fest drauf haben. So. Dann nehme ich meine beiden Stücke Band, meine beiden losen Enden und fädel die beide hier oben einmal durch. Etwas schlankere Finger hat als ich, geht das auch ein bisschen besser. Mit meinen dicken Fingern kriegt das nicht immer so auf die Reihe. So. Und bevor ich das jetzt festklebe, jetzt sieht man, oben und unten sind unsere beiden Schleifen. Möchte ich das hier einmal ordentlich fest durchgezogen haben. So.
Und dann klebe ich das einfach hier so ein bisschen schräg auf. Ein bisschen zu schräg. Und setze hier oben meine Schleife dran. Also ich finde das eine richtig schöne Kartenverzierung, muss ich sagen. Einfach mal so ein bisschen was anderes mit dem Band zum Gestalten. So. So. Und dann haben wir ja hier noch die Herzen. Also meins ist jetzt ganz ehrlich ein bisschen sehr schräg hier oben, bin ich ehrlich. Aber wie man hier sieht, kann man das, wenn man das gerade ausrichtet, ist das ein bisschen besser. Und dann kommen jetzt noch meine Herzen hier drauf. Eine klebe ich flach auf. Und das andere kommt mit Abstandsklebis drauf, das ein bisschen höher steht. Ja. So. Und noch eins von den kleinen Herzen kommt dazu. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr glitzert, kommen da jetzt noch aus der Produktreihe, sind auch noch hier die selbstklebenden Pailletten in Pastelltönen dabei. Da nehme ich diese hier, die in Babyblau, die passen hier ganz gut dazu. Dann glitzert das Ganze noch ein bisschen mehr. Da kommt die Elster in mir wieder durch. Ich mag Glitzer. So. Und damit das auch hübsch auf der Box aussieht, klebe ich das auch mit den Abstandsklebis auf. So, wie gesagt, darauf achten, wo oben und unten an der Schachtel ist. Dann wird das hier mittig oben aufgeklebt. Wenn dir das zu wackelig ist, kannst du einfach die Schublade wieder rausnehmen, legst das flach hin und dann kann man das ein bisschen schöner, leichter ausrichten. So, und jetzt würde ich, weil das ja zweimal derselbe Farbton ist, habe ich das halt mit den Abstandklebern gemacht, damit sich das noch so ein bisschen mehr abhebt. So, dann kommen hier meine Anhänger rein und schon habe ich entweder einen eigenen Vorrat an Anhänger oder etwas, was man schön verschenken kann. Wenn man weiß, dass jemand gerne Geschenke verziert, ist das einfach eine schöne Idee. Ja, ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Dann abonniere gerne meinen Kanal, um auch das nächste Video von mir zu sehen. Lass mir einen Daumen hoch da, damit ich auch wirklich weiß, dass es dir gefallen hat. Und vergiss nicht, in die Playlist reinzugucken, wo Angela und ich als Demo-Doppel noch mehr Ideen zu der Produktreihe Rustikal Floral haben. Ja, bis zum nächsten Mal, deine Annalena.